Moin, moin und herzlich willkommen bei Saintery. Schön, dass du da bist. Ja Leute, heute wird es wieder sehr nischig und sehr speziell, denn ich möchte euch gerne Coroium von der Nischenmarke Orto Parisi vorstellen. Ja, und wir starten am besten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, heute gibt es auch wirklich einiges zu sehen. Ja, schaut euch diesen tollen Flakon an, mit Leder überzogen. Also das sieht wirklich einmalig aus. Fühlt sich natürlich auch entsprechend hochwertig an. Der Deckel ist wirklich sehr schwer und massiv. Das ist wirklich so ein massives Metall. Sitzt auch immer wirklich bombenfest auf dem Flakon. Aber so soll es ja letztlich auch sein. Der Zerstäuber der Marke, wo haben wir ihn denn überhaupt? Da, der ist auch immer super. Also der Inhaber und Parfümeur der Marke, Herr Alessandro Gualtieri, der legt wirklich immer sehr viel Wert auf alle Details. Er ist ja übrigens auch der Inhaber und Parfümeur der Marke Nassomato. Ja, die Verpackung möchte ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Es ist jetzt auf dem ersten Blick erstmal ein schlichter Pappkarton, aber ich öffne das mal hier. Ich hoffe, man erkennt das auch einigermaßen in der Kamera. Ja, ich denke schon. Ihr seht, wenn man es öffnet, hat man quasi so die einzelnen Elemente in der Hand. Der Flakon sitzt hier in der Mitte. Diese Elemente bzw. diese Ringe kommen dann oben auf den Zerstäuberkopf bzw. auf den Deckel. Und dann ist da alles so ineinander gesteckt. Also mal ein komplett anderes Design. Das ist so das typische Design der Marke Orto Parisi. Mir persönlich sagt das wirklich sehr zu. Ja, aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um die Duft-DNA. Ja, und wie ich eingangs eben schon sagte, Coroium ist wirklich sehr nischig, sehr speziell. Und meiner Meinung nach kann man auch gar nicht so viel über diese Duft-DNA sagen bzw. erzählen. Denn es ist primär ein wirklich sehr animalisches und ledriges Parfum. Also Leder ist hier wirklich der Main Player. Man kriegt hier Leder ohne Ende. Das eben auch, auf eine wirklich sehr intensive und animalische Art und Weise. Also es ist eben nicht mit Parfums wie Tuscan Leather oder zum Beispiel Leder 6 von Schwarzlose Berlin und auch nicht mit Falcon Leather von Matière Première zu vergleichen, sondern es ist wirklich ein sehr intensives, animalisches Leder. Auch hier riechen wir eben die Handschrift von Herrn Alessandro Gualtieri. Es ist so diese typische Nassomato Orto Parisi DNA. Also es ist wirklich unverkennbar und neben der sehr intensiven Ledernote nehme ich auch noch ganz viel Wacholder wahr. Es wurde angegeben, dass es Wacholderöl ist. Ich finde eben auch, dass es nicht so diese typische Wacholderbeerennote ist, die man aus anderen Parfums kennt. Also auch, diese Note ist einfach sehr intensiv. Dann haben wir auch noch Pfeffer, generell auch viele animalische Noten. Wir haben auch noch Styrax. Dann haben wir aber eben auch noch Weihrauch, Ambergris, Patchouli, harzige Noten. Also es ist relativ komplex, vor allem im Dry Down riecht man tatsächlich auch noch andere Noten heraus, aber die Note, die eben ganz klar präsent ist vom Anfang bis zum Ende, ist eben wirklich die intensive Ledernote. Ja, die DNA ist wirklich einmalig. Wir haben halt diese Nassomato Orto Parisi Handschrift, sehr animalisch, sehr ledrige DNA. Ich habe aber dennoch gelesen, dass einige Coroium so wie Air Tiger von Marc Gebauer empfinden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den Vergleich verstehen kann. Es gibt definitiv einige Parallele. Man könnte so sagen, dass ganz entfernt eben so die Air Tiger DNA in Coroium ist oder die Coroium DNA in Air Tiger ist. Ich glaube, beide sind relativ zeitgleich auf den Markt gekommen. Also wenn ihr so Air Tiger mögt, dieses animalisch, rauchige, ledrige mögt, dann findet ihr Coroium dementsprechend auch toll. Bestellt euch definitiv eine Abfüllung, also kein Blind-Buy-Kandidat, das ist wirklich sehr speziell. Die Haltbarkeit und die Sillage sind überdurchschnittlich gut. Also eigentlich muss man ja ehrlich sagen, kennt man es von der Marke Orto Parisi nicht anders.
Koolium hält mindestens einen Tag, also eigentlich länger in der Regel. Ja, zieht man sich ja am Abend die Klamotten aus und geht duschen. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr das Parfum auch noch nächsten Tag in der Nase. Also es riecht wirklich sehr intensiv. Die Haltbarkeit ist wirklich mega gut. Also, wie gesagt, für mich ist es ein tolles Parfum. Ich trage solche ledrigen animalischen Parfums gerne, wenn es kälter und ungemütlicher wird. Aber ich sage auch nochmal abschließend, bestellt euch wirklich eine Abfüllung. Es ist kein Blind-Buy-Kandidat. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du dieses Parfum kennst. Ja, und falls ja, dann würde mich natürlich interessieren, ja, ob du das Parfum magst, wie du so generell mit so einer Art von Duft-DNA klarkommst. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.